Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Top 10 Winterdüfte für Frauen. Wenn du wissen möchtest, welche anderen 6 Winterdüfte ich außer diesen 4 Lieblingen für dich ausgesucht habe, dann bleib dran. Bis gleich. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Falls du neu hier bist, herzlich willkommen. Ich bin Alex und bei UniQ dreht sich alles um Nischendüfte. Das heißt Düfte, die schwer erhältlich sind, die meistens sehr teuer sind und die vor allem wenige kennen und wenige tragen. Wenn du keine Duftreviews und Empfehlungen von mir verpassen möchtest, dann lass mir gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Vielen Dank und lass uns auch gleich loslegen. Heute geht es um die Top 10 Winterdüfte für Frauen. Um meinen absoluten Lieblingswinterduft für Frauen, der auch, by the way, ganz neu bei uns im Shop ist. Den stelle ich dir ganz am Ende vor. Du kannst natürlich auch vorspulen oder du schaust dir einfach das Video komplett an. Fangen wir auch gleich an. Nummer 1. Nummer 1 ist vom Hause Nashma, der Duft Oud Line Nummer 3. Wie es der Name verrät, ist das hier ein Oud-Duft. Und zwar ein blumig-orientalischer Oud-Rose-Duft, wo die Rosennote aber gar nicht so prägnant zum Vorschein kommt und sehr weich ist. Auch die Oud-Note ist nicht harzig oder bitter, sondern einfach sehr schön, sehr sinnlich gemacht. Der Duft ist in sich erwachsen, elegant und auch sehr tiefgründig, weshalb ich diesen Duft vor allem Frauen empfehle, die älter als 25 sind, und nach oben gibt es aber gar keine Grenze. So, und jetzt kommen wir auch schon zu Platz 2. Platz 2 ist ein Duft, den ich glaube ich noch nie vorgestellt hatte, und zwar von der Marke Profumi di Pantelleria, der Duft Tanit. Tanit ist wirklich ein sehr zeitloser Duft. Tanit ist fruchtig, süß und wir haben hier vor allem Duftnoten wie Melone, Orange, Mandarine und auch eine sehr süße Vanille. Der Duft wirkt in sich jugendlich, verspielt und frisch. Und er ist sehr zeitlos, kennt auch wirklich keine Altersgrenzen, den kann man sehr gut tragen. Normalerweise würde ich keine fruchtigen Düfte im Winter empfehlen, aber dadurch, dass Tanit so intensiv ist und sich auch wirklich bei kalten Jahreszeiten auch durchsetzen kann, finde ich, ist Tanit eine sehr, sehr schöne Wahl für all die Frauen, die sagen, ich habe einfach auch im Winter gerne fruchtige Düfte. So, jetzt kommen wir zu Nummer 3. Nummer 3 ist ein Duft, den ich wirklich selbst sehr, sehr gerne an einer Frau rieche. Das ist Versilia Aurum von Profumi del Forte. Und Profumi del Forte ist eine sehr unbekannte Marke im Nischensegment. Zumindest wenn ich sie Leuten vorstelle, dann heißt es auch Profumi del Forte, habe ich noch nie gehört. Ich finde es schade, weil die Düfte wirklich alle durch die Bank weg sehr schön komponiert sind. Wir haben hier einen süß, leicht gourmandigen, würzigen Duft, der vor allem mit Aromen aus getrockneten Früchten wie Erdbeere und Pflaume spielt, und das wird dann begleitet von einer sehr schön sinnlichen Vanille und Tonkabohne. Der Duft ist für mich wie eine zweite Haut, das macht ihn auch sehr besonders. Er hat eine sehr gute Haltbarkeit, eine sehr schöne Silage, das heißt Projektion nach außen, und er ist leicht pudrig, sehr sinnlich und auch sehr mystisch. So, Nummer 4. Nummer 4 ist ein neuer Duft, und zwar, den haben wir auch vor kurzem selbst neu aufgenommen. Das ist Cache Noir Black von Laboratorio Olfativo. Davon gibt es auch die normale Cache Noir Variante, auf die werde ich jetzt nicht näher eingehen. Wollte ich nur mal kurz am Rande erwähnt haben. Cache Noir Black ist auf jeden Fall würzig und auch sehr dezent süß. Wir haben hier eine sehr, sehr intensive Lavendel-Patchouli-Kombination mit einer, ich würde sagen, zuckrigen, aber dennoch leicht bitteren Orange. Und der Duft ist für mich sehr intensiv. Er riecht irgendwie vertraut. Ja? Also man hat das Gefühl, dass diese Duftkomposition einem sehr, sehr nahe kommt, sehr vertraut riecht. Er ist auch sehr kuschelig, aber gleichzeitig auch sehr dunkel. Was ihn auch besonders macht. Ja? Nummer 4. Nummer 4 ist von Nobile 1942, der Duft Perdizione. Und Perdizione ist süß, blumig, spielt hier mit einer pudrigen Orangenblüte, einer sehr, wie ich finde, wahrnehmbaren Neroli-Note und Vanille.
Ich würde ihn nur sparsam verwenden, weil er sowohl von der Haltbarkeit als auch von der Projektion sehr stark ist. Und ja, ist einfach ein sehr, sehr schöner, süß-blumiger Duft, der, wie gesagt, vor allem mit einer pudrigen Orangenblüte spielt. So, jetzt kommen wir zu, ich glaube, 6. Genau, 6. 6 war von der Marke Welton der Duft Secret Amber. Ja, was gibt es da zu sagen? Also Secret Amber, wie es der Name verrät, hat eine Ambernote und diese Ambernote ist auch sehr vordergründig. Ich finde aber neben dieser dominanten Ambernote kommt hier auch vor allem eine Vanillenote zum Vorschein und diese Kombination macht den Duft wirklich sehr, sehr schön, warm, kuschelig, geheimnisvoll, sinnlich. Also ist wirklich eine sehr schöne Vanille-Amber-Kombination, die auch nicht wirklich viele Kanten hat. Ja, das heißt, der Rund ist in sich, der Duft natürlich ist in sich sehr weich, sehr stimmig, findet auch sehr schnell Anklang. Ja, das heißt, der gefällt auch und schafft halt eben eine sehr kuschelige Atmosphäre und Aura. So, jetzt kommen wir zu einem Duft von einer Marke, den ich auch sehr lieb gewonnen habe. Und zwar, das ist von der Marke Robert Piguet, der Duft Oud Delice. Und man würde, so meine Wahrnehmung, gar nicht vermuten, was für ein Kracher sich hinter diesem schlichten Flakon verbirgt. Also Oud Delice hat eine sehr intensive Honignote, aber dieser Honig ist nicht zuckrig süß, wie man es kennt, sondern das ist eher so ein etwas bitterer Waldhonig. Dann haben wir hier noch Oud, Patchouli und Vetiver. Und man könnte sich jetzt streiten, ob das jetzt ein klassischer Frauenduft ist, würde ich vermutlich nicht sagen. Ich finde, er ist schon auch unisex, aber ich finde auch wirklich, eine Frau kann den wunderschön tragen. Der Duft ist gewisserweise durch diese Komposition aus diesem etwas bitteren, süßlichen Waldhonig und Vetiver unverkennbar. Er ist warm und er ist halt auch würzig. Also in Summe würde ich sagen, der Duft wirkt für mich holzig-würzig mit einer sehr schönen, warmen Oud-Note. So, jetzt kommen wir zu einem Duft, den vor allem Vanilleliebhaber wahrscheinlich zu schätzen wissen werden. Das ist von der Marke Molinar, der Duft Vanille Patchouli. Ich brauche eigentlich nicht viel zu dem Duft sagen. Das ist Vanille und Patchouli. Wobei die Patchouli-Note nicht allzu erdig ist. Das heißt, sie ist wirklich noch sehr, sehr schön verarbeitet. Der Duft hat eine schöne Aura, ist sehr linear, entwickelt sich eigentlich durch die Bank weg sehr gleich. Er ist jetzt auch von der Komposition her sehr massentauglich, hat nicht wirklich Kanten, ist sehr rund in sich und für Vanille- und Patchouli-Liebhaber vor allem eine sehr, sehr gute Wahl. So, und jetzt, bevor wir mal zu meinem Lieblingswinterduft kommen, kommen wir noch zu einem Duft, der es nur knapp nicht auf Platz 1 geschafft hat, aber definitiv auf Platz 2 zu finden sein sollte. Das ist der Wahnsinn, ja. Also der Flakon verrät es schon so ein bisschen, ja, dass das hier ein ganz besonderer Duft sein müsste. Das ist Golden Powder von The House of Oud. Und Golden Powder ist ein Tabak-Vanille-Oud-Duft und er hat eine Duftnote verarbeitet, die ich sehr, sehr gerne habe. Das habe ich auch schon öfters mal in den Videos erwähnt, und zwar Muskat. Golden Powder ist für mich ein wahnsinnig schöner Kuschelduft. Er ist sehr anziehend, er fällt auf, er ist sinnlich, er ist laut, er setzt sich durch. Er ist aber, und das finde ich so schön, er ist nicht aufdringlich. Ja? Das heißt, obwohl er sich durchsetzt, ist er nicht penetrant, sodass man irgendwie sagt, oh, das ist so ein richtiger Kopfschmerzduft, da habe ich jetzt gar keine Lust mehr drauf. Nee, das ist er gar nicht. Er ist wirklich sehr, sehr schön komponiert und einfach auch von seiner Komposition sehr massentauglich. Er gefällt auch sehr oft und deshalb ist das meine Platz 2 Wahl. So, genau. Und jetzt kommen wir zu meiner Platz 1 Wahl. Es ist gar nicht so einfach, einen Platz 1 Duft
zu bestimmen, vor allem dann nicht, wenn man so viele sehr schöne Winterdüfte zur Auswahl hat, die man eigentlich alle mag. Ich habe es trotzdem hinbekommen und ich habe mich für Psychedelic Love von Initio entschieden. Das ist ein Duft aus dem Hause Initio, der meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit genießt. Irgendwie kennt jeder Absolute Aphrodisiac, jeder hat schon mal was von Rehab gehört, aber Psychedelic Love, der Name fällt nicht so oft. Sehr schade und das ändern wir jetzt auch. Psychedelic Love ist ein süß-blumiger Duft und wir haben hier Vanille, Sandelholz, Rose und Patchouli. Der Duft ist laut, er ist stark, er ist sexy, er ist verführerisch und er ist auch sehr warm. Und er ist auch so ein bisschen narkotisch, also er hat irgendwie so was Anziehendes, Verlangendes in sich. Deshalb ist Psychedelic Love von Initio meine Platz 1 Wahl bei den Winterdüften für Frauen. Falls du ihn nicht kennst, probieren unbedingt aus. Das gleiche gilt natürlich sowieso für alle Düfte, die ich dir vorstelle. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen, ich sag jetzt mal, 3, 4 Düften, die ich auf jeden Fall dir empfehlen würde, damit du die mal ausprobierst im Winter, würde ich sagen, sind die folgenden. Wir haben einerseits Golden Powder von The House of Oud. Klar, wir haben Psychedelic Love von Initio. Und jetzt würde ich dir auf jeden Fall noch empfehlen Oud Delice von Robert Piguet und, ich habe leider nicht so viele Hände frei, wir nehmen hier noch einen, und zwar Secret Amber von Welton. Ja, ich finde, diese 4 Düfte, die sind in sich wunderschön, perfekt für den Winter, perfekt für eine Frau geeignet. Und was die alle gemeinsam haben ist, und das ist ja vor allem auch die Schwierigkeit bei Winterdüften, trotz dieser klirrenden Kälte, die wahrscheinlich noch auf uns zukommen wird, muss ein Duft ja schon in der Lage sein, sich durchzusetzen und wahrgenommen zu werden. Vor allem dann, wenn du jetzt auch noch eine Maske trägst. Und diese Düfte, die sollten das auf jeden Fall hinbekommen. Und wenn du merkst, das reicht nicht, dann einfach nochmal einen Spritzer mehr auftragen und dann bin ich mir sicher, dass die auf jeden Fall auch wahrgenommen werden. So, und damit sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Lass mir gern ein Like da und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Das kannst du hier tun. Und ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden Abonnenten. Wir sind noch klein, aber das Feedback ist echt wahnsinnig gut. Und ich hoffe, dass wir mit der Zeit wachsen und vor allem es hinbekommen, Menschen, die mit Nischendüften noch nie in Berührung gekommen sind, mal diese Duftwelt überhaupt erst zu eröffnen und denen zu zeigen, hey, es gibt noch außerhalb von den großen Retailern und den Massmarktdüften tatsächlich noch eine Duftwelt, die für viele gänzlich unbekannt ist, die es aber hinbekommt, tatsächlich wahre Duftschätze herzustellen und die auch wirklich einzigartig sind und vielleicht auch mal von der Komposition her etwas anecken, nicht jedem gefallen, aber dafür halt auffallen und dafür auch sorgen, dass nicht jeder den Duft kennt und vor allem dafür sorgen, dass wenn du den Duft trägst, dass du auch besonders wahrgenommen wirst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Schau dir auch gerne meine anderen Videos an und ich bin gespannt, wie dir die Düfte gefallen werden, ob du denn die Düfte schon mal erlebt hast oder nicht. Ach ja, und noch ein Zusatz. Klar, wenn du die Düfte noch nicht erlebt hast und falls du vielleicht auch UniQ noch nicht kennst, UniQ ist eine Plattform für einzigartige Nischendüfte und UniQ erlaubt es dir, Nischendüfte auf eine ganz einfache Art und Weise zu entdecken und zu erleben. Bei uns erhältst du jeden Monat eine Abfüllung von einem Nischenduft deiner Wahl in der Größe 8 Milliliter, sodass du wirklich genug Zeit hast, um den Duft auch mal wirklich kennenzulernen. Und das Ganze funktioniert sehr einfach und intuitiv mit deinem persönlichen Duftkalender. In den legst du einfach all die Düfte rein, die du gerne erleben möchtest. Und Monat für Monat schicken wir dir einen neuen Duft, den du dann einen ganzen Monat lang erleben kannst und dich dann entscheiden kannst, ob er dir so gut gefällt, dass du bereit bist, dir auch die volle Größe zuzulegen. So, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und Zeit. Bis zum nächsten Mal, dein Alex. Ciao, ciao.